Willkommen zu meiner ayurvedischen Küche. Ich hoffe, ihr seid super ins neue Jahr gestartet und draußen ist es ja auch immer noch etwas kalt und ungemütlich, regnerisch und genau aus diesem Grund dachte ich, braucht es ein Soul Food. Ein Essen, was ich tatsächlich viel mit meiner Kindheit verbinde, ist Kartoffelbrei. Und dieser Kartoffelbrei wird jetzt heute ein bisschen von mir aufgepimpt. Und zu dem Kartoffelbrei gesellen sich, beziehungsweise in den Kartoffelbrei gesellen sich Erbsen und Minze. Und was wir dafür brauchen, das zeige ich euch jetzt. Für meinen Kartoffelbrei brauche ich 500 Gramm mehlig kochende Kartoffeln und 200 Gramm tiefgefrorene Erbsen. Ich bezeichne übrigens Kartoffeln gerne auch als Wunderknolle, denn sie enthält viel Eiweiß und viele Ballaststoffe, was für eine geregelte Verdauung sehr gut ist. Außerdem weist sie eine sehr hohe biologische Wertigkeit auf. Und Kartoffeln sind basenüberschüssig, das heißt, sie wirken so einer Übersäuerung des Körpers entgegen und können damit auch helfen, Magenbeschwerden wie Aufstoßen, Völlegefühl und Sodbrennen zu vermindern. Das hört sich doch schon mal ganz großartig an, oder? Oder zumindest ist es ein Verzehr auf jeden Fall wert. Zurück zu unseren anderen, nicht weniger wichtigen Zutaten. Wir benötigen 250 Gramm Milch. In meinem Fall ist es vegane Milch. Dann benötigen wir etwas Salz, eine halbe Bio-Limette und wir benötigen ebenso 50 Gramm Butter. In meinem Fall ist es vegane Butter. Und natürlich nicht zu vergessen, unsere Minze. Ich habe davon 4 Stiele genommen. Als erstes werden unsere Kartoffeln natürlich erstmal geschält. Wie man unschwer erkennen kann, habe ich jetzt meine Kartoffeln geschält und sie in kleine Stücke zerteilt. Jetzt gebe ich sie in einen Topf und dann werden sie mit kaltem Wasser bedeckt. Also quasi so bedeckt, dass nur die Kartoffeln bedeckt sind. Ja, ich glaube, ich habe in einem Satz noch nie so oft das Wort bedeckt verwendet. Ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal weiter. Und dann noch ein kleiner Hinweis von mir zum Thema Kartoffelkochen. Generell hängt die Kochzeit natürlich auch immer von der Größe der Kartoffel ab, aber man kann so im Durchschnitt sagen, dass Kartoffeln, bis sie gar sind, ungefähr 20 Minuten benötigen. Ja, und ich wäre ja nicht ich, wenn mir nicht noch etwas einfiele, nämlich zu dem Thema Deckel. Und das möchte ich auch unbedingt mit euch teilen, denn ich werde immer wieder gefragt, ob es wirklich wichtig sei, den Deckel auf den Topf zu setzen, wenn man Kartoffeln kocht. Ja, es ist wichtig, denn beim Kartoffelkochen soll auf gar keinen Fall Flüssigkeit verdampfen. Deswegen immer Deckel auf den Topf. Ich gebe jetzt noch ins Wasser einen halben Teelöffel Salz und dann bedecke ich den Topf mit dem Deckel und koche die Kartoffeln auf mittlerer Stufe 20 Minuten lang. Während unsere Kartoffeln kochen, können wir uns schon mal der Minze widmen. Dafür nehme ich mir einfach die Blätter. Auch hier können wir eigentlich wieder festhalten, wenn jemand Minze natürlich ganz besonders gerne mag, dann kann er natürlich auch wesentlich mehr Blätter verwenden. Aber ich würde trotzdem raten, immer erstmal vorsichtig an die Minze heranzugehen, denn die Minze schmeckt tatsächlich sehr intensiv in dem Kartoffelbrei. Die Kartoffeln dürften jetzt fertig sein. Wenn einem die Kartoffel von der Gabel gleitet, dann kann man davon ausgehen, dass auch das Innere weich gekocht ist. Ich probiere das jetzt mal schnell. Ja, lassen sich schon gar nicht mehr richtig aufnehmen von der Gabel. Das heißt, hier zerfallen schon. So viel zum Vorführeffekt. Die Kartoffeln sind jetzt fertig. Jetzt gieße ich die Kartoffeln ab und dann wird gestampft. Die Gaumenschmaus-Party ist eröffnet. Es gesellen sich nun hinzu unsere Erbsen,
unsere Butter, etwas Salz, etwas Limettensaft und unsere Milch. Das Ganze wird jetzt nun zu Brei gestampft. Auch wenn es für den einen oder anderen etwas ungewohnt erscheinen mag, diese Minze in dem Kartoffelbrei schmeckt wirklich hervorragend. Dann geht es jetzt zum Anrichten. Ja, ich muss ja zugeben, den Schönheitspreis kriegt er gerade nicht, aber jetzt folgt der Probiertest. Ich liebe diesen Kartoffelbrei. Gerade die Pfefferminze verleiht diesem Kartoffelbrei einfach eine wunderbare Frische und ich mag es auch total gerne, dass die Erbsen noch etwas knackig sind. Also bitte probiert dieses Rezept unbedingt mal aus. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Eure Mangal.